RStudio ist eine Online-CAD-Lösung mit vollem Funktionsumfang zum Erstellen und Bearbeiten von DWG-Zeichnungen direkt in Ihrem Internetbrowser. Mit RStudio haben Sie den Zugriff auf Ihre Zeichnungen von Ihrem Computer aus. Sie können RStudio mit vielen gängigen Cloud-Speicher verbinden und somit Ihre DWG-Dateien überall öffnen und ändern. Sie können eine Zeichnung komplett neu erstellen oder DWG-Dateien von Ihrer Festplatte hochladen, um sie weiter mit RStudio zu bearbeiten. In RStudio können Sie auch verwalten, wer Ihre Zeichnungen ansehen oder ändern kann. Der Bereich Vorherige Daten gibt Ihnen einen schnellen Zugriff auf die Zeichnungen, an denen Sie momentan arbeiten. Die am häufigsten verwendeten Befehle finden Sie im Menü und in der Symbolleiste auf der linken Seite. Alternativ können Sie die Befehlszeile verwenden. Die Befehle sind die gleichen wie in Ars Commander oder anderer Software. Sobald Sie mit der Eingabe in der Befehlszeile beginnen, schlägt RStudio verfügbare Befehle vor. Sie können ebenso englische Befehle oder Aliases verwenden, falls bekannt, wie zum Beispiel für Move, also verschieben, oder CO für Copy, also kopieren. Sie können vom Modellbereich in den Papierbereich wechseln, um für die Zeichnung erstellten Blätter zu sehen. Falls erforderlich, können Sie diese Blätter ändern. Sie können auch neue Blätter erstellen oder einfach ein Blatt umbenennen. Die Hintergrundfarbe des Modellbereichs kann zu weiß geändert werden, wenn gewünscht. Im Benutzerprofil können Sie zwischen schwarzer und weißer Hintergrundfarben wählen. Wenn Sie ein oder mehrere Objekte auswählen, können Sie Eigenschaftenpalette verwenden, um deren Eigenschaften anzusehen. Die Layer Manager Palette bietet eine Reihe von Funktionen für die Layer-Verwaltung. Hat die Zeichnung sehr viele Layer, erleichtert eine Filterfunktion das Suchen des gewünschten Layers. Hier finden Sie auch erweiterte Funktionen, wie zum Beispiel das Isolieren eines Layers oder das Wiederanzeigen aller ausgeblendeten Layer. Lassen Sie uns den aktuellen Layer ändern und einige häufig verwendete CAD-Funktionen ansehen. Zeichnen wir zunächst eine Linie mit relativen polaren Koordinaten. Wenn gewünscht, kann die Befehlszeile verschoben werden. Wir können zeichnen, indem wir die Maus in eine Richtung stellen und den gewünschten Abstand zum letzten Punkt eingeben oder, wie in diesem Beispiel, relative kartesische Koordinate verwenden. Wir können auch eine Polylinie erstellen. Und diese ganz leicht in einen Spline umwandeln. Dafür benutzen wir den Befehl pedit. Da wir jetzt einen Spline haben, können wir die Griffe verwenden, um dem Spline die gewünschte Form zu geben. Wir können Objekte verschieben oder eine oder mehrere Kopien erstellen. Der Trimmen-Befehl verhält sich genauso wie in einer anderen CAD-Software. Alternativ dazu bietet RStudio auch das intelligente Trimmen an, um Elemente einfach mit gedrückter Maustaste zu trimmen, wie in RS Commander. Dies ist eine mächtige Funktion der RSCAD-Software. Blöcke können auf verschiedene Arten eingefügt werden, auch aus der neuen Trinity-Bibliothek, in der Sie Ihre Blöcke zentral ablegen und gemeinsam mit Ihren Kollegen nutzen können. In einem unserer anderen Videos können Sie mehr über die Bibliothek erfahren. Das Mustern von Elementen wird ebenfalls unterstützt, so dass Sie Kopien von Elementen erstellen können, die in einem kreisförmigen oder linearen Mustern angeordnet werden. Sie können auch ein Muster entlang eines Pfades erstellen.
Wählen Sie zuerst das kopierende Objekt, in diesem Fall die Lampe. Als nächstes wählen wir den Pfad aus. Wir können die Anzahl der Kopien erstellen und auf Vorschau klicken. Wenn es nicht das, was Sie erwartet haben, können Sie auf die Escape-Taste drücken, um zu den Einstellungen zurückzukehren. Versuchen wir jetzt, die Auslichtung am Pfad zu deaktivieren. Klicken wir erneut auf Vorschau und da alles gut aussieht, drücken wir Enter, um die Änderungen zu bestätigen. ARESCUDO bietet auch alle Bemaßungswerkzeuge einschließlich der Smart-Bemaßung, die wir aus ARES Commander kennen. Mit der Bemaßungspalette können wir den Maßtext modifizieren, zum Beispiel um Texte oder Toleranzen hinzuzufügen. Blöcke mit Attributen werden ebenfalls unterstützt und wir können die Attributwerte in der Eigenschaftenpalette ändern. Dieser Block wurde dreimal in die Zeichnung eingefügt, aber jedes Mal mit den anderen Attributwerten. Die Name und der Maßstab sind unterschiedlich. Wir wollen nun die Blockdefinition ändern, ohne die Attributwerte zu verlieren. Dazu tippen wir den Befehl Edit Component in die Befehlszeile ein. Mit der Option Auf Grenze zoomen zoomen wir auf die Komponente. Fügen wir zuerst Farben in das ARES-Logo ein. In diesem Fall verwenden wir dafür Füllung und klicken in die Kontur. Wir wiederholen diese Schritte für die beiden verbliebenen Konturen. Als letztes wollen wir ein Rechteck um die Ansichtnummer zeichnen. Wir beenden die Blockbearbeitung mit dem Befehl Close Component und speichern die gemachten Änderungen. Wie Sie sehen können, wird die neue Blockdefinition nun an allen drei Stellen verwendet und die Attributwerte wurden beibehalten. Weitere Funktionen in ARESCUDO ermöglichen den Import von PDF und TGN-Dateien, um sie in DWG zu konvertieren. Die Zeichnungen sind in der Cloud gespeichert, aber Sie haben jederzeit die Möglichkeit, eine lokale Kopie herunterzuladen. Zu guter Letzt können Sie die Datei auch im PDF-Format speichern oder drucken. Alternativ können Sie auch View-Only-Links erstellen, um Ihren Mitarbeitern eine kostenlose Online-Ansicht und Kommentarmöglichkeit anzubieten. In unseren anderen Videos können Sie mehr über die Zusammenarbeit mit Trinity lernen.